Moin Leute, wie in meinem Helmvideo schon angekündigt, gehen wir heute nochmal speziell ein auf diese Helmlampen. Wir haben 2 Klone bestellt und los geht's. Wir haben uns bestellt 2 Klone bei AliExpress und zwar einmal von dem Princeton Tech Charge MPLS und dann das andere ist das Charge MPLS Pro. Unterschied sind die Batterien. Hier eine handelsübliche AA-Batterie und bei dem hier eine CR123A Fotobatterie. Kommen wir mal zum Lieferumfang. Als erstes schauen wir mal, was bei dem Night Evolution Klon mit dabei ist, und zwar die Lampe selbst, eine Befestigung für Molle und dann noch eine Befestigung für den Mischhelm, beziehungsweise am Fasthelm könnt ihr sie ja direkt hier so festmachen. Das heißt, ihr habt insgesamt hier 3 Befestigungsmöglichkeiten und sie wird geliefert in diesem schönen Kofferchen. Hey Leute, denkt dran, am Ende kommt noch das Gewinnspiel und jetzt geht es erstmal weiter mit dem Video. Kommen wir zur nächsten Lampe. Das ist von Watson der Charge MPLS Pro Klon. Und zwar hier habt ihr wieder für den Fasthelm, und zwar habt ihr 2 Montagen für den Fasthelm. Einmal die normale für die Schiene und dann könnt ihr einmal hier mit diesem Adapterstück praktisch die Lampe oben über dem Kopfhörer Aktivgehörschutz bzw. der Schiene vom Helm befestigen, wie in meinem Helmvideo gezeigt. Dann habt ihr hier natürlich für den Mischhelm die Befestigung, dann für den Molle-Adapter und dann haben wir hier noch für den Wendy-Helm die Mount mit dabei und natürlich noch Schrauben. Ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum hier diese Mount fehlt. Das kann ich euch erklären. Eigentlich ist nämlich bei dieser Lampe eine Picatinny Rail mit dabei. Das heißt, man könnte die Lampe mit dieser Picatinny-Schiene draufstecken und dann an die Waffe dran machen. Das wäre ja aber illegal in Deutschland, das heißt, es wäre ein verbotener Gegenstand. Und deswegen habe ich den Verkäufer gefragt bei AliExpress, ob er mir diese Schiene rausnehmen kann. Ja, die haben die Mount rausgenommen, aber die falsche Mount. Die Picatinny Mount war mit dabei, aber die Mount für den Mischhelm und den Fasthelm war praktisch raus. Ich mache jetzt hier keine Rechtsberatung. Das darf ich nicht, ich bin kein Anwalt. Also, was ich aber erfahren habe, ist diese Lampe jetzt illegal, weil diese 20 mm Mount mit dabei ist? Laut meinen Recherchen nein. Weil bei dem Princeton Tech Original ist auch diese 20 mm Schiene mit dabei und die kriegt man in deutschen Shops geliefert mit dieser Mount. Und dann habe ich noch den Micha von GSP Airsoft, also Kuma Solution, gefragt und der meinte auch zu mir, dass die Lampe also praktisch im Lieferumfang nicht illegal wäre. Erst wenn ich die beiden zusammenführe, wäre das illegal. Wir haben uns 2 davon bestellt, von den Lampen, und wir haben bei beiden die Picatinny Mount einfach weggeschmissen. Genau. Was ich vergessen habe im Lieferumfang zu sagen, ihr habt überall noch mal so eine kleine Anleitung mit drin. Ja, das ist halt einfach so eine Kurzerklärung. Ich hole die mal kurz raus hier, wo man praktisch die Befestigung sieht. Das ist, denke ich, aber selbsterklärend. Oder schaut bei AliExpress, da ist es alles sehr gut beschrieben, wie man das praktisch am Helm befestigt. Bei der Watson seht ihr ja auch, die kommt auch in so einem Köfferchen. Das ist aber nicht ganz so schick wie bei dem Night Evolution Klon. Ja, aber ihr kauft ja nicht den Koffer, ihr kauft ja die Lampe. Und weil wir gerade noch beim Kaufen sind, ihr kriegt beide Lampen in Tan, wie sie jetzt hier zu sehen sind, oder in Schwarz. Die von Watson, die kostet ca. 30 € je nach Händler bei AliExpress. Und die hier von Night Evolution, die kostet euch ca. 25 €. Hey, stopp, Spielstopp. Wusstest du übrigens, dass 70% deiner Zuschauer deinen Kanal nicht abonniert haben? Was? Nee. Ist so, kannst weiterspielen. Also, abonnieren nie vergessen. Wir haben uns jetzt mal 2 Helme geschnappt, haben die Lampen mal festgemacht und zeige ich euch erstmal, wie die normale Befestigung ist. An der Schiene. Hier ist der Night Evolution Klon. Den schiebt ihr einfach drauf. Tschack, und dann hält das Ganze fest. Der rastet jetzt aber nie sauber ein. Also ihr habt ja hier unten diesen Pönnebel dran. Und ich höre jetzt aber nie, dass der sauber einrastet. Also ich kann die immer noch hin und her schieben. Ob das beim Original jetzt auch so ist, kann ich euch nicht sagen. Nummer 1, Nummer 2 ist hier drüben dran. Selbes Prinzip. Ihr könnt die jetzt hier mit der Schraube auch noch festmachen, dass die praktisch, dass sie dann nicht mehr bewegt werden kann. Aber die sitzen auch so. Also die von Watson sitzt etwas straffer auf der Schiene drauf und die rastet auch ein. Also hier hört man das richtig, wie das klackt.
So, jetzt meine Befestigung, weil ich habe ja den Aktivkühlschutz dran. Ich habe mich jetzt entschieden dafür, die nach oben zu versetzen, über die Mount, und die ist praktisch so befestigt jetzt. Was ist mir hier aufgefallen? Die Gewinde unten drin in dieser Rail sind nicht gerade die besten. Also ich habe mir dort eine Schraube versaut und muss es dann festkleben. Das heißt, wenn ihr das befestigt, seid bitte vorsichtig, wenn ihr die Schrauben da reindreht. Wenn wir gleich noch bei dem Thema sind, dass wir die hier am Helm haben, kann ich euch gleich mal noch was zeigen. Und zwar haben wir ja hier hinten die Batterie drin. Ich habe hier einmal eine RCR 123A, das ist ein Akku, der hat wesentlich mehr Volt als die Standard CR 123A Batterie. Na, wir haben hier, lass mich mal gucken, 3 Volt und hier haben wir 3,7 Volt. Das heißt, mit dem Akku leuchtet die Lampe nochmal bedeutend heller. Dafür nicht so lange, weil der hat nur 650 Milliampere. Und bei denen hier steht es nicht drauf. Ich glaube, die haben aber mehr Milliampere als so ein Akku. So, jetzt gehen wir mal ins Dunkle und zeigen euch mal, was die Lampen so können. Also jetzt haben wir uns einen dunklen Raum gesucht und fangen gleich erstmal an mit der einen Lampe, wo die Kamerabatterie drin ist, und gucken mal, wie die leuchtet, was sie für Funktion hat, und würde ich sagen, los geht's. Als allererstes haben wir hier eine rote LED, die macht wirklich ein sehr gutes Licht. Ich habe hier auch mal einen sehr geilen Beispielzettel mitgebracht, dass man auch wirklich was sieht mit dem Licht. Wir haben uns nämlich eine Palette Toilettenpapier bestellt. Und jetzt gehen wir mal weiter, was die Lampe noch so macht. Sie wird auch grün, sehr gut. Mit grün sieht man natürlich noch viel besser. Und jetzt haben wir auch noch weiß. Das Weiß, ja, dazu brauchen wir jetzt eigentlich gar nichts sagen, weil hiermit sieht man alles super, perfekt. Recht hell, leuchtet wirklich gut aus. Wir können ja hier auch mal um die Ecke gucken, was wirklich dunkle Ecken sind. Würde ich sagen, sehr geil für eine Helmlampe, für die Größe, wirklich völlig ausreichend. So, damit gehen wir jetzt mal zu der anderen Lampe, die mit der normalen Doppel-A-Batterie. Oh, wie ich jetzt schon bemerke, das rote Licht ist meines Erachtens noch deutlich dunkler. Man kann trotzdem noch alles erkennen. Ist jetzt nie schlimm, aber wie gesagt, ist auf jeden Fall dunkler. So, grün, auch sehr gut. Also man erkennt alles, gar kein Thema. Jetzt schalten wir nochmal das Weißlicht ein bei der letzten Lampe. Und hier sehen wir auch, ist deutlich dunkler, leuchtet natürlich trotzdem noch völlig ausreichend den ganzen Raum aus, beziehungsweise auch wenn man irgendwas lesen will oder irgendwas, völlig ausreichend, wie gesagt, aber trotzdem dunkler. Und jetzt tun wir noch bei der anderen Lampe mit der Kamerabatterie einfach mal den Akku rein, und dann zeige ich euch noch, wie hell das sozusagen ist. So, das Rotlicht ist jetzt mit dem Akku nicht viel heller. Das Grün, würde ich fast behaupten, ist heller als vorher mit der normalen Kamerabatterie. Und jetzt machen wir mal noch das Weißlicht, was deutlich heller nochmal ist. So. Damit würde ich sagen, gehen wir einfach wieder ans Licht und machen noch ein Fazit. So, damit kommen wir zum Fazit. Für beide Lampen auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Die günstigere, fangen wir damit an, hat einen riesen Vorteil, ist günstiger. Und die Batterien sind auch deutlich entspannter vom Preis her, da es eine ganz normale AA-Batterie ist. Kriegt man überall von Apple und ein Ei. Die teurere Variante hat ein besseres Licht, finde ich persönlich besser. Und was der negative Teil ist, die Batterien hier kosten echt mehr. Ich habe mich persönlich für die teurere Variante entschieden, hat einfach den Hintergrund, sie leuchtet deutlich heller, ist für mich angenehmer, finde ich besser.
weil da kann ich sie auch mal so nutzen, als Taschenlampe zum Beispiel, wenn man irgendwas Kleines zusammenfriemeln will und niemand eine Taschenlampe bei Hand hat. Da ist die angenehmer. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Kaufempfehlung gibt es auf jeden Fall für beide. Jetzt kommt noch das Gewinnspiel. Im heutigen Gewinnspiel haben wir das Begadi Basic Universalholster in klein. So sieht das Ganze aus, ist hier mit dem Gürtelclip. Und welche Waffen hier reinpassen, das steht bei Begadi auf der Seite. Wie könnt ihr teilnehmen? Wie beim letzten Mal, schreibt uns bitte eine E-Mail an tnt-germany@gmx.de und welche Waffe ihr gerne in das Holster reintun würdet. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich und ihr müsst eine deutsche Adresse besitzen. Wann das Gewinnspiel endet, blenden wir euch jetzt ein und der Gewinner wird per E-Mail über seinen Gewinn benachrichtigt und per Zufall ausgelost. Die Teilnahmebedingungen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ciao! Ciao! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert uns und damit wünsche ich euch noch einen angenehmen. Bis zum nächsten Mal.